Ernte in 30 Tagen. Der geniale Frühjahrstrick fürs Hochbeet. Gerade nach dem Winter fühlt sich der Garten oft noch still an. Die Erde ist kühl, vieles wirkt leblos, und doch beginnt genau jetzt eine der spannendsten Phasen im Gartenjahr. Gerade im Frühling, nach dem langen grauen Winter, wollen wir doch endlich wieder die Hände in die Erde stecken und Ergebnisse sehen. Und was, wenn ich euch sage, dass ihr genau diese Ungeduld in puren Ernteerfolg verwandeln könnt? Ich zeige euch heute den cleveren Trick, wie ihr euer Hochbeet schon im März startklar macht und in rund 30 Tagen eine knackige, leckere erste Ernte einfahrt. Kein wochenlanges Warten, keine komplizierten Techniken. Nur ihr, euer Hochbeet und der Turbostart in die Gartensaison. Bleibt dran, es wird revolutionär einfach. Die Philosophie des Frühstarts in die perfekte Vorbereitung. Bevor wir zu den schnellsten Gemüsesorten kommen, reden wir kurz über das Warum. Warum klappt dieser 30-Tage-Trick so gut? Und warum ist ausgerechnet das Hochbeet die perfekte Bühne dafür? Das Geheimnis ist, ein Zeitfenster zu nutzen, das die meisten Gärtner einfach verstreichen lassen. Die Wochen zwischen dem letzten Bodenfrost im März und den eisheiligen Mitte Mai. Viele trauen sich da noch nicht an die Aussaat, weil sie Angst vor späten Frösten haben und auf die Zeit der wärmeliebenden Stars wie Tomaten oder Gurken warten. Aber genau diese Lücke ist unsere Chance. Es ist die Zeit der robusten Frühstarter, die bei kühlen Temperaturen erst so richtig aufdrehen. Viele erfahrene Gärtner nutzen diese Zeit ganz bewusst, nicht um möglichst viel zu machen, sondern um mit dem Garten zu arbeiten statt gegen ihn. Und hier kommt unser Superheld ins Spiel, das Hochbeet. Es ist nicht nur gut für den Rücken und ein Bollwerk gegen Schnecken, im Frühling ist es eine Art natürliche Fußbodenheizung für eure Pflanzen. Klar, dieser Effekt funktioniert nur, wenn das Beet richtig mit Schichten aus Ästen, Laub und Kompost aufgebaut wurde, denn dadurch entsteht im Inneren durch Verrottung Wärme. Die Erde erwärmt sich so viel schneller als im normalen Gartenboden und wir verschaffen uns einen entscheidenden Vorsprung von 2 bis 3 Wochen. Den nutzen wir jetzt clever aus. Wenn man sich morgens Zeit nimmt und die Hand in die Erde legt, spürt man diesen Unterschied sofort. Das Hochbeet lebt früher und genau darauf reagieren die Pflanzen. Aber bevor es losgeht, braucht unser Hochbeet eine kleine Frühjahrskur. Nach dem Winter ist die oberste Schicht oft plattgedrückt und vom letzten Jahr ausgelaugt. Wir wollen unseren Turbopflanzen ja den besten Start ermöglichen, also krempeln wir die Ärmel hoch. Als erstes wird aufgeräumt. Entfernt altes Pflanzenmaterial vom Vorjahr und alles an Unkraut, was sich schon blicken lässt. Diese Konkurrenten um Wasser und Nährstoffe können wir nicht gebrauchen. Es geht dabei nicht um Kraft, sondern um Gefühl. Die Erde soll atmen können, mehr braucht es an dieser Stelle nicht. Der zweite entscheidende Schritt: Lockern. Nehmt eine kleine Grabegabel und lockert die obersten 15 bis 20 Zentimeter der Erde ganz vorsichtig auf. Bitte nicht umgraben. Damit würdet ihr nur die wertvolle Bodenstruktur und das ganze Mikroleben darin zerstören. Wir wollen den Boden nur atmen lassen, ihn luftig machen, damit die zarten Wurzeln es später kinderleicht haben. Der dritte und wichtigste Schritt ist das Nährstoffbuffet. Die Pflanzen vom letzten Jahr waren hungrig, also füllen wir die Speicher wieder auf. Am besten geht das mit einer großzügigen Schicht reifem Kompost. Verteilt eine etwa 3 bis 5 Zentimeter dicke Schicht auf der gelockerten Erde und hakt sie nur ganz leicht ein. Reifer Kompost ist das Gold des Gärtners. Er liefert nicht nur massig Nährstoffe, sondern verbessert auch die Bodenstruktur und speichert Wasser. Quasi das Superfood für unser Gemüse. Wenn ihr keinen eigenen Kompost habt, tut es auch hochwertige, torffreie Biogemüseerde. Für einen extra Langzeitboost könnt ihr noch eine Handvoll Hornspäne einarbeiten. Die geben ihre Nährstoffe schön langsam ab und sorgen dafür, dass alle Pflanzen bestens versorgt sind. So, jetzt ist das Hochbeet frühlingsfit. Es ist gelockert, voller Nährstoffe und wartet nur auf die Bepflanzung. Die Bühne ist bereitet für unsere Stars, die uns in Rekordzeit die erste Ernte bescheren. Der Sprinter im Hochbeet, das Radieschen. Wenn eine Pflanze das Konzept Ernte in 30 Tagen lebt, dann ist es das Radieschen. Es ist das Gemüse für die Ungeduldigen, ein knackig scharfer Gruß aus der Erde. Je nach Sorte und Wetter könnt ihr oft schon nach 4, spätestens nach 6 Wochen ernten. Radieschen sind oft das erste sichtbare Zeichen, dass der Garten wieder wach wird. Und genau dieses kleine Erfolgserlebnis macht Lust auf mehr. Warum ist das Radieschen so genial für den Frühling? Ganz einfach. Es liebt kühle Temperaturen. Während andere Samen bei 12 bis 15 Grad Bodentemperatur noch Winterschlaf halten, fühlt sich das Radieschen pudelwohl und keimt los. Hitze mag es gar nicht. Dann wird es holzig und zu scharf.
Der kühle Frühling ist also seine absolute Primetime. Doch der eigentliche Geniestreich ist, Radieschen als Markiersaat zu nutzen. Stellt euch vor, ihr sät langsam keimende Gemüse wie Möhren. Es dauert ewig, bis sich das erste Grün zeigt. In der Zwischenzeit wisst ihr kaum noch, wo die Reihe war und das Unkraut übernimmt. Die Lösung? Mischt einfach ein paar Radieschensamen unter die Möhrensamen und sät beides zusammen aus. Die Radieschen keimen blitzschnell und markieren euch perfekt die Reihe. So wisst ihr genau, wo ihr jäten müsst. Und das Beste? Bis die Möhren den Platz für sich brauchen, habt ihr die Radieschen längst geerntet. Genial, oder? Jetzt aber ran an die Saat. Spannt eine Schnur für eine gerade Reihe. Das sieht nicht nur ordentlich aus, sondern hilft auch bei der Pflege. Mit dem Finger oder einem Stiel zieht ihr eine etwa 1 Zentimeter tiefe Rille. Als Faustregel gilt, Saatgut kommt immer etwa doppelt so tief in die Erde, wie es dick ist. Und jetzt ein typischer Anfängerfehler. Sät nicht zu dicht. Jedes Radieschen braucht Platz, um eine schöne, runde Knolle zu bilden. Versucht, alle 3 bis 4 Zentimeter ein Samenkorn abzulegen. Ein Reihenabstand von 10 bis 15 Zentimetern ist ideal, damit die Blätter genug Licht bekommen. Danach die Rille sanft mit Erde schließen, leicht andrücken und vorsichtig mit einer feinen Brause angießen. Haltet die Erde in den nächsten Wochen gleichmäßig feucht, aber nicht nass. Bei Trockenheit werden die Knollen holzig, bei zu viel Nässe faulen die Wurzeln. Für den schnellen Erfolg eignen sich bewährte Sorten wie Sora oder Celesta. Ihr könnt auch einfach alle 2 Wochen eine neue kleine Reihe nachsäen, dann habt ihr kontinuierlich Nachschub bis in den Mai hinein. Ernten ohne Ende. Der geniale Pflücksalat. Unser zweiter Kandidat für die schnelle Ernte ist ein wahrer Champion der Effizienz, der Pflücksalat. Vergesst den klassischen Kopfsalat, bei dem die Ernte mit einem Schnitt vorbei ist. Pflücksalat funktioniert nach dem genialen Cut-and-Come-Again-Prinzip. Man erntet nur, was man braucht, und die Pflanze wächst einfach unermüdlich weiter. Der Name ist hier Programm. Statt eines festen Kopfes wächst der Salat in einer lockeren Blattrosette. Der Trick ist, immer nur die äußeren, größten Blätter zu ernten. Das Herz in der Mitte bleibt unversehrt und kann so ständig neue Blätter nachschieben. Mit nur wenigen Pflanzen versorgt ihr so eine ganze Familie über Wochen mit frischem Salat. Das ist nicht nur super platzsparend, sondern auch perfekt fürs Hochbeet. Außerdem ist der Salat durch die Höhe besser vor Schnecken geschützt, die ja bekanntlich auf junge Salatpflänzchen stehen. Wie das Radieschen liebt auch Pflücksalat die kühlen Temperaturen des Frühlings. Bei Sommerhitze neigt er dazu, in die Blüte zu schießen, und dann werden die Blätter bitter. Das Frühjahr ist also seine absolute Wohlfühlsaison. Ihr habt 2 Möglichkeiten, die Direktsaat oder vorgezogene Jungpflanzen. Letzteres verschafft euch einen kleinen Vorsprung. Ab März findet ihr kleine, kräftige Jungpflanzen im Gartencenter. Achtet beim Einpflanzen darauf, sie nicht zu tief zu setzen. Der Wurzelballen sollte mit der Erdoberfläche abschließen. Ein Abstand von 20–25 cm ist gut, damit die Rosetten Platz haben. Die Aussaat ist günstiger und auch ganz einfach. Pflücksalat ist ein Lichtkeimer. Die Samen dürfen also nur hauchdünn mit Erde bedeckt sein. Ihr könnt sie in Reihen säen oder einfach locker über eine Fläche streuen. Breitwürfig. Danach leicht einhaken, andrücken und vorsichtig wässern. Die Sortenvielfalt ist riesig. Es gibt den rot gekräuselten Lollo Rosso und seinen grünen Bruder Lollo Bionda oder auch die zarten Eichblattsalate. Mein Tipp: mischt verschiedene Sorten. Das sieht im Hochbeet fantastisch aus und sorgt für Abwechslung in der Salatschüssel. Die Ernte ist dann der schönste Teil. Sobald die äußeren Blätter eine gute Handlänge haben, könnt ihr loslegen. Zupft sie einfach einzeln ab oder schneidet sie mit einem Messer nahe am Strunk ab. Passt aber gut auf, dass ihr das Herz in der Mitte nicht verletzt. Erntet nie mehr als 1/3 der Blätter auf einmal, damit die Pflanze genug Kraft zum Nachwachsen hat. Am besten morgens ernten, dann sind die Blätter am knackigsten. Das Kraftpaket für kühle Tage, der Spinat. Unser dritter Frühstarter ist ein echtes Nährstoffwunder und ebenfalls ein Fan von kühlem Wetter, der Spinat. Er ist unglaublich pflegeleicht und wächst so rasant, dass man ihm fast dabei zusehen kann. Schon 4 bis 6 Wochen nach der Aussaat könnt ihr die ersten zarten Blätter ernten. Der geniale Trick beim Spinat ist seine enorme Kältetoleranz. Während wir bei anderem Gemüse auf frostfreie Nächte warten, keimt Spinat schon bei sehr niedrigen Bodentemperaturen. Leichter Frost macht den jungen Pflänzchen oft gar nichts aus.
Man kann ihn daher je nach Region schon ab Anfang März direkt ins Hochbeet säen, wenn kein strenger Dauerfrost mehr droht, in milden Gegenden vielleicht sogar schon Ende Februar. Spinat zeigt sehr schön, wie widerstandsfähig viele Pflanzen sind, wenn man sie lässt. Ein weiterer Vorteil: Spinat ist nicht übermäßig hungrig. Die gute Kompostgabe vom Anfang reicht ihm völlig. Man sollte sogar mit zusätzlichem Dünger, vor allem Stickstoff, vorsichtig sein, da sich sonst Nitrat in den Blättern anreichern kann. Die Aussaat ist kinderleicht. Spinat ist ein Dunkelkeimer, die Samen müssen also gut mit Erde bedeckt sein. Zieht einfach 2 bis 3 Zentimeter tiefe Rillen im Abstand von 20 bis 25 Zentimetern. Legt die Samen im Abstand von etwa 5 Zentimetern hinein, schließt die Rille, drückt sie an und wässert gut. Auch hier könnt ihr die Ernte verlängern, indem ihr alle paar Wochen eine neue Reihe aussät. So wird immer wieder Platz im Beet frei, den ihr später für die Sommerkulturen nutzen könnt. Bei der Ernte seid ihr flexibel. Ihr könnt die ganz jungen Blätter als Babyleaf für Salate ernten, oder ihr wartet, bis sich große, kräftige Blätter entwickelt haben. Wie beim Pflücksalat könnt ihr nur die äußeren Blätter ernten und das Herz stehen lassen. Für den großen Hunger könnt ihr natürlich auch die ganze Pflanze ernten. Bewährte und schnell wachsende Sorten für den frühen Anbau sind zum Beispiel Matador oder Verdil. Seht ihr? Gärtnern muss kein Geduldsspiel sein. Mit dieser cleveren Auswahl an Frühstartern, dem Sprinter Radieschen, dem unermüdlichen Pflücksalat und dem Kraftpaket Spinat, verwandelt ihr euer Hochbeet schon im März in eine produktive Oase. In rund 30 Tagen haltet ihr eure erste eigene, frische und gesunde Ernte in den Händen. Das ist nicht nur unglaublich befriedigend, sondern auch der perfekte Motivationsschub für das ganze Gartenjahr. Probiert es aus, nutzt die Power eures Hochbeets und die Energie des Frühlings. Ihr werdet staunen, wie schnell und einfach es sein kann, sich selbst zu versorgen. Wenn du deinen Garten besser verstehen möchtest und lernen willst, im richtigen Moment das Richtige zu tun, dann begleite Garten Lea gerne weiter durchs Jahr. Danke, dass du dir Zeit für deinen Garten genommen hast und für Garten Lea.